Guten Morgen und willkommen zu Ramadan Tag 1. Heute ist der erste Fastentag. Es ist jetzt gerade 3:50 Uhr. Oh, die Zeit rennt voll schnell. Ich bin so 3:10 Uhr aufgewacht. Wir können heute bis kurz nach 5 Uhr morgens noch essen und trinken. Und dann machen wir die Schotten dicht. Und dann wird heute gefastet. Ich mache mir jetzt meinen Matcha. Denn jetzt muss ich alles so ein bisschen verschieben. Aber ich will trotzdem meinen Matcha immer trinken. Zwar, ich bleibe jetzt halt eine Weile wach. Ich mache das so wie letztes Jahr. Weil dann nach 5 Uhr beginnt dann das Morgengebet. Und deswegen bin ich halt immer so ein bisschen länger wach. Schnippel dann meistens direkt das, was ich gefilmt habe und gehe dann halt nochmal schlafen. Wahrscheinlich dann so gegen 6:30 Uhr gehe ich dann schlafen. Deswegen ist es jetzt okay, kann ich meinen Matcha trinken. Ich bin auch um 12 schlafen gegangen. Das war auch gut. Ich habe nicht durchgemacht. Ich bin schlafen gegangen. Habe 3 Stündchen geschlafen und dann später halt nochmal so 4 Stündchen. Das reicht mir, das ist gut. Also was wir auf jeden Fall immer halt morgens essen, zum nächtlichen Frühstück sozusagen, für alle, ist auf jeden Fall Eier. Also das muss täglich gegessen werden sozusagen. Und dann mache ich zum Beispiel heute ein warmes Porridge. Da wechsle ich dann so ein bisschen. Dann mache ich ein Elektrolydewasser für alle. Also das ist ja das, was ich morgens immer trinke. Ist ein lauwarmes Zitronenwasser mit einer kleinen Prise Steinsalz. Das ist also wirklich sehr, sehr gut. Das würde ich auch allen empfehlen, die fasten, sich wirklich so ein Elektrolydewasser zu machen. Ja, weil damit bleibt man einfach länger hydrated. Datteln wird gegessen. Ich mache aufs Porridge ein bisschen Banane, ein bisschen Mandelmus. Das ist so für die Kinder. Ich trinke meinen Kefir. Also ich habe das letztes Jahr schon so gemacht, für die, die das mitbekommen haben. Ich habe ja eigentlich normalerweise nie nachts gegessen. Ich konnte das nie. Also ich habe wirklich immer im Ramadan immer nur eine Mahlzeit gegessen. Ja, aber seit ich Sport mache, achte ich drauf, einfach mehr zu essen. Und das Richtige und eiweißreicher. Und deswegen habe ich letztes Jahr wirklich das erste Mal, dass ich halt nachts gegessen habe. Und das muss sein, weil sonst komme ich einfach nicht auf meine Nährwerte und dann, wann soll ich das alles trinken, ne? Weil ich will mein Zitronenwasser trinken, ich will mein Matcha trinken, ich will mein Kefir trinken und ich muss meine Eier essen. Das ist, seit ich Sport mache, täglich muss ich meine Eier essen. Das ist halt einfach so. Ich habe gestern Abend schon Teig angesetzt, weil ich mache heute ein Fladenbrot. So, ich muss mal gleich langsam alle aufwecken. Was ich jetzt neu mache, und zwar mache ich mir auch, wenn ich mir meinen Porridge mache, mache ich das jetzt immer mit Gerstenflocken. So, könnt ihr mal schauen, Gerstenflocken haben nämlich 3-mal so viele Ballaststoffe wie Haferflocken, Blutzuckerspiegel regulierend und Cholesterinspiegel senkend. Also Gerstenflocken. Also Gerste generell ist ein sehr, sehr schönes Getreide und auch ein Getreide, was unser Prophet auch immer gegessen hat als Brei. Deswegen habe ich auch ganze Gerste. Ich werde die auch mal mahlen und daraus so einen Brei kochen. Das hat er nämlich immer gegessen mit Honig zusammen. Genau, das mit Milch gekocht und Honig, glaube ich. Muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, das will ich auch machen. Also soll sehr, sehr nahrhaft sein. Ist sehr, sehr gut für den Magen, für die Magenschleimhaut. Ich mische das Ganze jetzt so ein bisschen. Was ich mache, ist, ich nehme halt auch gerne Haferkleie. Mache das alles immer so nach Augenmaß. Und dann nehme ich aber auch noch Haferflocken. Ich habe hier auch noch so ein Haferporridge, so ein mit Apfel und Zimt schon so gemischt. Das will ich auch noch leer machen. Also ich mache das immer total unterschiedlich. Bisschen davon. War jetzt nicht so eine Riesenportion. Und dann auch noch von den Gerstenflocken. Also ein Porridge ist halt auch immer ganz gut. Das ist halt lange satt. Zimt mache ich auch extra nochmal mehr rein. Es gibt Süße und Ceylon Zimt ist auch sehr gut. Ich mache das jetzt mit Mandelmilch. Ich freue mich ja auch, dass bei euch so diese Ramadan-Reihe so gut ankommt und dass auch so viele Nicht-Muslime unter euch auch gerne die Videos gucken. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Falls ihr noch so Fragen habt zum Thema Ramadan, Fasten und so weiter, habe ich auf jeden Fall in der Ramadan-Playlist von letztes Jahr, glaube ich, so ein kleines Talk-Video. Da habe ich auch noch mal so ein bisschen erzählt,
was denn so den Ramadan alles ausmacht und so ein paar Infos und so. Also falls ihr da Fragen habt, könnt ihr gerne euch das Video angucken. Also ich habe ja da eine Ramadan-Playlist. Das Fasten, was wir ja machen, das ist ja ein religiöses Fasten und ist so mit dem Intervallfasten zu vergleichen. Außer, dass es ein Trockenfasten ist. Ne? Im Intervallfasten, das ist ja so eigentlich, ich habe ja auch immer so eine intervallfastenmäßige Ernährung, weil ich immer sehr, sehr spät erst esse. Und das ist eigentlich auch ein Intervallfasten. Ne? Wir essen halt nicht in der Zwischenzeit vom Beginn zum Sonnenaufgang. Ne? Also Sonnenaufgang ist eigentlich erst um die ungefähr 6:30 Uhr, aber um 5:05 Uhr heute, die Zeit wandert ja, beginnt ja eigentlich erst der Sonnenaufgang. Ne? Also da fängt ja an, die Sonne langsam aufzugehen und erst um 6:30 Uhr ist sie komplett aufgegangen. Das heißt, da fängt schon die Dämmerung an. Ne? Und wir machen vor der Dämmerung, hören wir schon auf zu essen und zu trinken. Also es ist ein Trockenfasten und essen erst mit Beginn des Sonnenuntergangs am Abend. Wenn dann die Sonne beginnt unterzugehen, dann brechen wir unser Fasten. Und es ist einfach im Monat Ramadan, ist das wirklich einfach so eine spirituelle Phase. Also es ist nicht nur ein Gottesdienst, den wir erfüllen, ja, sondern es ist wirklich, man ist so, ja, man ist einfach in dem ganzen Monat einfach ganz, ganz anders drauf. Es ist wirklich ein sehr, sehr spiritueller Monat. Einfach ein Gottesdienst, den wir erfüllen. Mittlerweile weiß man ja auch, ja, die Vorteile vom Fasten, vom Intervallfasten und so weiter. Das wusste man ja früher alles nicht. Heute gibt es ja viele Studien dazu, wie gesund das ist. Das ist aber ja nicht so der Hauptgrund, weswegen man halt fastet, sondern es ist einfach ein Gottesdienst, ja, den wir erfüllen. Das ist auch nicht gesagt, dass wir das aus gesundheitlichen Gründen machen sollen oder so. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt weiß man mittlerweile so die Vorteile, was sich der Schöpfer dabei gedacht hat. Das hat er uns nicht mitgeteilt, ja, dass er uns dazu verpflichtet, Muslime zu fasten, weil es halt gesund für unseren Körper ist, sondern einfach, wir wissen halt einfach, dass es ein Gottesdienst ist, den wir erfüllen sollen. Aber wie gesagt, mittlerweile weiß man auch, dass es einem halt sehr gut tut. Ne? Und zum Fasten sind die Muslime verpflichtet, die gesundheitlich dazu in der Lage sind. Ja, also wer gesundheitlich nicht dazu in der Lage ist, der fastet nicht. Schwangere, stillende Mütter müssen auch nicht fasten, Kinder natürlich nicht. Ab der Pubertät fängt man erst an mit dem Fasten. Bei so kleinen Kindern ist das halt immer so, ne? Die kriegen das ja von klein auf mit. Das macht man so zum Beispiel, weil die da wollen dann immer mitmachen. Das ist dann immer so, dass Kinder dann immer sagen, ja, ich will auch fasten, ich will auch mitmachen und so weiter. Dann macht man das auch so bei kleinen Kindern, dass sie zum Beispiel, ja, du darfst heute fasten und dann lassen die zum Beispiel das Frühstück weg und dann fasten die so 2 Stündchen. So, das macht man halt so bei Kids und dann, desto älter die werden, dann können die das halt immer länger machen, bis sie dann halt irgendwann auch mal testen und auch mal einen ganzen Tag fasten und so weiter. Aber wie gesagt, Kinder müssen nicht fasten. Ja, unsere machen das ja jetzt schon ein paar Jährchen, die sind das auch schon gewöhnt. Und zum Beispiel unsere Jungs, also die haben ganz normal trotzdem ja ihr Training, ihr Fußballtraining, Basketball und so weiter, alles was die machen, das machen die auch komplett im Fastenmodus. Ich zum Beispiel mache ja meinen Sport weiter, aber ich werde meinen Sport halt abends machen, das heißt nach dem Fastenbrechen gehe ich dann zum Fitness. Werde ich trotzdem versuchen im Ramadan mindestens, ja, eigentlich gehe ich ja 3-mal die Woche zum Sport. Ich werde versuchen auf jeden Fall mindestens 2-mal die Woche zu gehen. Aktuell haben wir gar kein Auto, was jetzt auch ein bisschen doof für mich ist, ja, weil ich halt zum Sport schon von hier sind 10 Kilometer zu meinem Gym. Das ist gerade für mich so ein bisschen ungünstig, aber mindestens 2-mal die Woche will ich auf jeden Fall trotzdem hingehen. Vielleicht mache ich dann 1-mal die Woche zu Hause Sport oder so. Ich schaue mal. Aber auf jeden Fall halt dann nach dem Fastenbrechen. Aber das zeige ich euch dann. Montag gehe ich erst wieder zum Sport. Ich war nämlich gestern. Und das zeige ich euch dann auch, wie ich das mache. Weil dann esse ich halt am Abend erst ein bisschen weniger, gehe zum Sport und dann esse ich danach nochmal und so weiter. Aber das kriegt ihr dann alles mit in den Vlogs. So, ich sehe schon, da sind schon welche wach. Dann mache ich mal jetzt das Zitronenwasser. Einfach Zitrone auspressen. Und dann mache ich so ein bisschen lauwarmes Wasser. Es ist sehr gut für den Magen, wirklich lauwarmes Wasser zu trinken. Und dann ein bisschen vom Steinsalz, Himalaya-Salz, das ein bisschen rein. Und das ist dann halt ein Elektrolyte-Water.
Wollt ihr alle mit Banane? Ja. Alle mit Mandelmus? So, ein bisschen Dattelsirup für die Süße, Kakaonips. Das ist einfach roher Kakao, gehackt. Ein paar Pistazien on top. Sieht hübsch aus, schmeckt gut. Boah, die sind so lecker. Gekühlt. Ja. Mit Gummibärchen. Wir haben uns extra für Ramadan diese Datteln aufgehoben. Das sind die Ajwa, ne? Die nennen sich Ajwa. Es gibt ja unterschiedliche Dattelnsorten. Prophetendatteln. Das sind die Prophetendatteln. Die hatte Maryam, als sie ja vor ein paar Monaten in Mekka war. Aber aus Medina. Achso, sind aber aus Medina. Genau, die war ja in Medina und in Mekka und hat die mitgebracht und die haben wir uns extra noch aufgehoben. Ich trinke auf jeden Fall mein Kefir, das trinke ich ja immer täglich, normalerweise morgens. Jetzt verschieben wir das ja in unser morgendliches Frühstück. Und so habe ich hier gefrorene Wildheidelbeeren, eine Dattel und dann mache ich da auch immer direkt mein Kollagenpulver mit rein. Das ist ja geschmacksneutral und so denke ich halt immer daran, das täglich zu trinken. Dann eben einen guten Löffel Zimt, Blutzuckerspiegel regulierend. Und dann mein selbstgemachter Kefir. Das trinke ich ja sowieso jeden Tag. Schöne Probiotika. Und ich trinke das und esse meine 2 Eier. Und das ist mein Frühstück. Also für diejenigen, die auch im Ramadan irgendwie noch Sport machen, Fett verbrennen wollen. Ich bin ja immer noch mit meinem Sport, mit meinem Training. Ich bin immer noch im Muskelaufbau, will aber noch weiter Fett verlieren. Dann ist es ganz gut, wenn ihr wirklich zum Sahur, nächtlichen Frühstück, dann wirklich nur Proteine esst, keine Kohlenhydrate. Weil das Ganze ist ganz gut, denn so seid ihr so den ganzen Tag über ein bisschen, fällt ihr dann in so eine ketogene Phase rein. Und das ist ganz gut, also wenn ihr im Ramadan irgendwie weiter, ich nenne es jetzt mal Diät oder in der Abnahme seid und so weiter oder Fettverbrennung. Ich nenne es ja nicht Abnahme, weil ich bin ja im Muskelaufbau, aber trotzdem in der Fettverlierungsphase, da muss nicht sein, dass man dabei abnimmt, weil die Muskeln wiegen ja mehr. Eben in der Fettverbrennungsphase, deswegen ist es ganz gut so, wenn ihr dann zum Beispiel dann nur Proteine essen tut. Eier, Kefir, Joghurt, könnt ihr euch auch einen Proteinshake machen oder so, aber ich zähle das so als mein Proteinshake. Die Zeit rennt. Ich muss wirklich wegen euch ein bisschen früher aufstehen. Das Gefilme dauert immer so ein bisschen länger, nimmt mehr Zeit. Ja, noch eine halbe Stunde. Es ist 14:14 Uhr. Also, ich bin heute Morgen um 8 ins Bett gegangen. Ich konnte danach aber echt nicht einschlafen. Ich habe echt lange gebraucht, um einzuschlafen und bin dann um 11:30 aufgewacht. Mein Plan ist es, heute definitiv früher schlafen zu gehen, weil normalerweise, wenn es genug Zeit wäre zum Ausschlafen, würde ich normalerweise direkt durchmachen, wäre eigentlich gut. Man ist ja wirklich so morgens am produktivsten. Aber das schafft man nicht, ja. Wenn man jetzt bis zum Nachtgebet wartet und dann ja halt noch beten will, den Abend noch so nutzen will und so weiter, dann schafft man das nicht so früh schlafen zu gehen.
Deswegen muss man sich so später nochmal hinlegen. Ich meine, für jetzt die Kids, das Gute ist, dass direkt Ramadan jetzt am Wochenende angefangen hat. Jetzt auch für die Kids ist das ganz praktisch. Aber ansonsten schicke ich die auf jeden Fall abends früh ins Bett. Weil es zum Beispiel in der ersten 1-2 Wochen, weil die Zeit verschiebt sich ja wieder so ein bisschen, ne? Es geht ja alles so ein bisschen, ne? Morgens dann immer wieder früher aufhören und abends ein bisschen später. Heute ist es ja, da machen wir ja kurz vor 18 Uhr das Fastenbrechen. Ich habe übrigens gerade meine Gemüsepaste gekocht. Die fülle ich ab. Ja, muss das jeder so seinem Rhythmus anpassen. Ne? Diejenigen, die jetzt dann morgens zur Schule müssen, zur Arbeit müssen, die müssen halt zeitlich schlafen, weil sie dann wahrscheinlich nicht mehr so die Möglichkeit haben, sich nochmal morgens hinzulegen oder eben nur sehr kurz. Für mich ist es halt gut, ich kann halt ja, morgens sozusagen nochmal mich kurz hinlegen, aber ich will jetzt halt auch nicht bis 11, halb 12 schlafen, das ist mir auch zu viel. Deswegen will ich lieber abends ein bisschen früher ins Bett. Ne? Sagen wir mal, ich gehe um 10 oder halb 11 schlafen und kann dann bis 3 Uhr schlafen, knapp 5 Stündchen und dann reicht es mir, wenn ich mich um 8 Uhr morgens dann wenigstens für 2 Stündchen nochmal hinlege. Das reicht mir so vollkommen aus. Dann heute habe ich mir extra nicht viel zum Kochen vorgenommen. Also generell ist es ja so, jeder ist ja bei jedem unterschiedlich, ne? Manche übertreiben es so ein bisschen im Ramadan mit dem Essen und Kochen. Ich sag mal so wie ihr wisst, wie wir sind, wie ich so unsere Familie ernähre. Mir ist es halt wichtig, dass wir halt ja, uns gesund ernähren, dass wir in der Zeit, es fällt ja sozusagen eine Mahlzeit aus, dass wir halt in den 2 Mahlzeiten genug Nährstoffe aufnehmen. Deswegen ist es für mich halt ja wichtig, da auf jeden Fall immer gut zu kochen. Klar, es ist halt so, ne, die Kids fasten ja auch und die haben auch, dann hat man automatisch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, mehr Heißhunger, ne? Dann will man halt schon auch so, ne, hat man so Appetit auf dies und das. Da will ich klar auch so ein paar, ab und zu auch mal sowas machen, was die Kinder halt super gern essen. Aber generell ist ja sowieso immer alles relativ gesund, würde ich sagen, ne? Solange man alles selber macht, ist es ja immer gut. Von daher, ja, ist mir das halt wichtig, ne? Meistens halt immer im Ramadan ist es dann eher so ein 3-Gänge-Menü, kann man sagen, ne? Bei mir ist es halt wichtig, dass auf jeden Fall Rohkost dabei ist, das heißt in Form von einem Salat. Dann eigentlich, falls es jetzt nicht ein Eintopf ist, dann immer als Vorspeise eine Suppe, um da direkt wirklich den Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen. Und dann halt ein proteinreicher oder so Hauptgang. Ja, und dann, weiß ich nicht, Nachtisch werde ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag machen. Ne? Die können ja auch zum Nachtisch irgendwelche anderen Süßigkeiten essen, aber ab und zu dann auch mal Nachtisch machen. Also heute mache ich Kuru-Fasulye, also dieses türkische Weißbohnen-Eintopf. Deswegen mache ich auch keine Suppe als Vorspeise. Ihr habt ja gesehen, ich habe Teig angesetzt für ein Fladenbrot. Das passt nämlich dazu sehr gut. Und ich werde noch Reis dazu machen und eben einen Rohkostsalat. Und das reicht dann auch für heute. Also heute habe ich, also sollte man sich auch so vornehmen, wirklich so für den ersten Tag. So auch nicht unbedingt, dass man jetzt... Der Ramadan soll ja auch nicht daraus bestehen, dass man 5 Stunden in der Küche rumhockt. Ja, und die ganze Zeit nur mit Kochen beschäftigt ist. Bei mir dauert es ja eh immer so ein bisschen, ne? Also ich koche ja eh immer für uns 10, das ist ja eh immer viel. Von daher ist es für mich ja sowieso Gewohnheit. Und ich habe gemerkt, dass ich im Ramadan eigentlich eher ein bisschen weniger kochen muss, also von der Portionsgröße, weil man auch gar nicht so viel essen tut, ja. Und dadurch, dass es ja dann auch meistens eben Vorspeise mit Suppe und Salat, das mache ich ja auch im Alltag nicht immer, dass ich eine Vorspeise mache mit Suppe oder auch nicht immer einen Salat zum Essen mache. Ja, automatisch habe ich gemerkt, es ist im Ramadan so, ich mache zwar mehr unterschiedliche Sachen, aber die Portionen eher weniger. Ja, ich habe auch schon ein bisschen Hausarbeit gemacht. Dann, was ich noch machen muss, auf jeden Fall, ist heute neuen Joghurt ansetzen. Ein Einkauf ist auch gerade gekommen. Es ist wirklich so praktisch, dass wir mittlerweile so viele Sachen haben, wo wir online bestellen können, ohne dass der jetzt extra teurer ist. Weil ohne Auto ist es ein bisschen doof. Wir haben hier jetzt direkt einen Supermarkt. Das ist ja ganz praktisch. Aber wenn man jetzt viel einkaufen tut, das zu schleppen, ich meine, man läuft so 3 Minuten. Aber das dann auch zu schleppen, ist ja auch nicht so angenehm.
Ja, aber das Doofe ist, ich kann halt nicht in den türkischen Supermarkt. Also so, ich kann alles so jetzt online bestellen, so. Wird halt zur Tür geliefert, ist schon praktisch. Man ist schon so Luxus gewöhnt, sage ich jetzt, weil überall mit Auto hin und her zu fahren. Wenn man dann kein Auto hat, ist das schon ein bisschen unangenehm. Den Bohneneintopf setze ich auch langsam an, weil der kann so in Ruhe vor sich hinschmoren. Die Böhnchen brauchen ja schon ein bisschen, bis sie gar sind. Und es kann ja dann auf dem Herd stehen bleiben. Salat und Reis, das geht alles schnell. Also wie gesagt, heute nichts Aufwendiges. Ihr werdet hier auch nichts Außergewöhnliches sehen, ja, beim Ramadan-Kochvlogs, weil ich experimentiere nicht im Ramadan, ja. Ich koche das, was ich weiß, wie es schmeckt, ohne dass ich abschmecken muss und sonst irgendwas. Bei mir ist immer alles frei nach Schnauze. Ich koche ja nie nach Rezept oder sonst. Alles immer so, wie es gerade passt. Tofu hat einen neuen Lieblingsplatz. Und zwar hier in Hikmets Mini-Gewächshaus. Der hat nämlich schon angefangen, seine Kerne, Samenkerne, schon hier vorzuziehen. Ne? Irgendwo war ja sogar schon geschlüpft. Ne? Das geht sehr, sehr schnell. Ich filme auch jeden Schritt diesmal mit und werde es separat dann zu einem Video schneiden. Zum Thema so Garten, falls ihr dann mitmachen wollt. Und ja, ist halt sehr gefragt, wie Hikmet das alles macht. Deswegen filme ich das, wie gesagt, extra und dann kommt immer so ein extra Gartenvideo. Und ja, guck mal, ein kleiner Keimling. Dieses Jahr hoffentlich, inshallah, wieder schön viel Gemüse. Und Tofu macht sich hier bequem. Ja, das ist eigentlich ein Schuhregal, aber es sieht aus, als wenn das so sein soll, ne? Aber finde ich jetzt schön, dass das so in so einem Regal wenigstens steht. Ne, Tofu? Ne? Sieht schön da. Wie auf so einer Liegematte. Hängematte. Ich habe diesen Ramadan was für euch. Für euch Mädels. Ist ja eher was so für Mädchen. Ein Ramadan-Kalender. Wow. Ist ganz schön so für Ramadan. So ein Ramadan-Kalender. Sowas gibt es jedes Jahr. Und zwar gibt es hier immer was zum Lesen. Und dann eine Einleitung. Anleitung, Tagebuchseiten. Also es ist wie so ein Tagebuch. Da stehen immer so Infos und dann Liste gute Taten. Und dann kann man so ankreuzen. Ersetze heute eine schlechte Gewohnheit durch eine gute Gewohnheit. Oh, ich hätte das auch für mich holen sollen. Eigne dir Wissen über das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an und teile dieses Wissen mit deinen Freunden oder deiner Familie. Vergib jemanden, der dir Unrecht getan hat, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Und dann kann man alles so abkreuzen. Der Gebet-Tracker. Dann kann man so halt abkreuzen, dass man Gebete gemacht hat. Und dann Vorsätze für morgen. Schön sowas, ja. So, hier könnt ihr eure Schwester auch noch hochbringen. Viel Spaß. Thank you. Zwiebeln schön anbraten. Die müssen wirklich Farbe bekommen. Dann auch das Tomaten-Paprikamark schön mit anbraten. Da kommt auch wirklich viel rein. Das ist jetzt, ich benutze immer diesen Mix Tomatenmark, Paprikamark und scharfes Paprikamark gemischt. Also 3 in 1 sozusagen. Ich mag das irgendwie am liebsten. Das auch schön mit anbraten. Bohnen habe ich gestern in Wasser eingelegt. Also über Nacht sind die eingeweicht. Aber bei den Bohnen ist es halt immer so, man weiß es immer nicht. Manchmal gehen die sehr schnell, manchmal brauchen die länger. Man kann es natürlich auch im Schnellkochtopf machen, dann geht es schneller. Dann habe ich hier noch so ein bisschen, wie nennt man das, so Knochenfleisch. Einfach so, das gibt halt einfach dann mehr halt Geschmack, einen fleischigen Geschmack. Manche machen auch komplett, dass sie da Fleisch mit reinmachen. So Fleischwürfel oder so. Man kann es auch komplett vegan lassen. Ich mache gerne immer so ein bisschen für den Geschmack, fürs Aroma. Dann können auch schon die Bohnen dazu. So. Und das darf jetzt vor sich hin köcheln. Ich habe den Teig fürs Fladenbrot, habe ich jetzt auch eine 24-stündige Teigruhe. Da ist auch nur 0,6 Gramm Hefe drin. Ich glaube, der Teig ist ein bisschen trocken geworden. Aber vorhin war der schön aufgegangen und dann habe ich den nochmal gefaltet. Und dann habe ich realisiert, nee, ich muss den jetzt langsam
anfangen zu bearbeiten, weil der soll jetzt eine halbe Stunde ruhen kurz, wenn ich den gefaltet habe und danach nochmal ausgebreitet eine halbe Stunde ruhen und 20 Minuten im Backofen und dann kommt es genau hin, weil wir haben gleich 16:30 Uhr, also die Zeit rennt. Normalerweise müsste der jetzt noch ein bisschen mehr aufgehen. Ja, ich sag's euch, die Zeit rennt richtig schnell. Also man denkt so, oh, das dauert voll lange, aber es geht voll schnell. Ich habe zum Beispiel überhaupt keinen Hunger, auch keinen Durst. Ich bin nur richtig müde, das merke ich. Also ich muss definitiv heute früh ins Bett gehen. Ich glaube, ich gehe schon sogar 21 Uhr ins Bett. Mal gucken. Wer weiß, manchmal ist es so, dann nach dem Essen, dann komme ich zu mir und dann... Nee, aber ich muss definitiv auf jeden Fall früher schlafen gehen. Das steht fest, also ich merke, es war einfach zu wenig Schlaf heute. Ich bin müde, aber sonst... Alhamdulillah. Früher hatte ich ja immer so die ersten Tage Kopfschmerzen, aber das lag wirklich am Kaffeeentzug. Hatte ich euch aber letztens schon gesagt, ne? Diejenigen, die so Kaffee trinken, die sollten auf jeden Fall schon vor Ramadan anfangen, ein bisschen weniger zu trinken. Dass man sich so ein bisschen entwöhnt. So, 30 Minuten hier ruhen und dann formen wir den. Langsam kann die Beleuchtung an. Es ist wie spät? Noch eine halbe Stunde. Also, Reis ist aufgesetzt, Bohnen, Eintopf, Kudofasshöhle ist ready. Hier ruht nochmal das Fladenbrot. Das kommt gleich in den Ofen. Und ich mache jetzt noch so einen Rucola-Rotkohlsalat. Das ist aus dem Thermomix, der ist auch so super lecker. Einfach so mit Rotkohl, rote Zwiebeln, Knoblauch ist drin. Dann kommen da Walnüsse rein. Und dann so ein Dressing aus Olivenöl, Granatapfelsirup, Salz. Das war's eigentlich und es ist so lecker. Übrigens, ne, die weißen Bohnen, das ist sowas Schlichtes, aber ihr könnt ja mal schauen, was für Nährwerte Bohnen haben. Erstens, das ist eine super Proteinquelle, ja, eine vegetarische, vegane Proteinquelle. Die haben super viele Vitamine und so weiter. Also Bohnen, Linsen und so weiter sollte man regelmäßig essen. Manche vertragen es nicht. Bei uns ist das schon so eingesessen für Menschen, die immer regelmäßig Hülsenfrüchte, ja, im Allgemeinen essen. Die vertragen die ganz gut. Menschen, die das nicht so oft essen, da muss sich der Magen ein bisschen dran gewöhnen. Aber bei uns ist es kein Problem. Wir essen sowas ganz viel, ganz oft. Sei es Kichererbsen, Bohnen, Linsen. Also esse ich auch noch. Schon am Verhungern? Ja. Ja, Medium, ja. Und fertig. Das geht so schnell. Und der ist so lecker. Was ich noch gerne mag, ist noch ein bisschen so Hirtenkäse oder Feta-Käse noch so oben drauf. Ist auch nochmal so ein Farbkontrast, aber schmeckt auch sehr lecker. Okay. Das ist so lecker. Mhm. Man merkt, es ist der erste Tag, man ist die Zeit nicht gewohnt. Mein Reis ist noch nicht fertig und es ist schon, wir haben schon unser Fasten gebrochen, was getrunken und eine Dattel gegessen. Wenn man mal überlegt, ne, noch vor ein paar Jahren hat man richtig spät aufgemacht. Deswegen ist das gerade für uns richtig früh. Ich weiß nicht warum. Eigentlich dachte ich, ich habe alles zeitig aufgesetzt. Oh, mein Fladenbrot verbrennt. Oh mein Gott. Seht ihr? Knappe Kiste. Hier hat fast mein Fladenbrot verbrannt. Das ist erst Stress vom ersten Tag. Ich habe Schwarzkümmel drauf gemacht und auch noch so Bagel Seasoning. Das riecht immer so lecker, weil da Zwiebeln und Knoblauch dabei ist.
Ist richtig schön geworden. Fluffig. So heiß. Aber bei Fladenbrot passt es ja, wenn es frisch und warm ist. Ramadan, Tag 1 geht dem Ende zu. Heute war das Fastenbrechen ein bisschen durcheinander. Die Jungs kamen später nach Hause, weil die hatten noch, ich nenne es mal Religionsunterricht. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, was die machen. Wie nennt man das auf Deutsch? Islamische Schule? Hochschule. Hochschule? Die gehen am Wochenende immer zur islamischen Hochschule. Die haben jetzt schon die Zeiten so verschoben, aber trotzdem haben die ein bisschen längeren Weg. Hikmet hat auch nicht pünktlich geschafft, dann haben wir auf alle gewartet, dann haben wir schon das Abendgebet gebetet, dann kamen die noch, wir haben angefangen zu essen, die mussten noch beten, war so ein bisschen durcheinander. Normalerweise mag ich das ja, wenn wir mal direkt aufstehen und zusammen dann das Abendgebet verrichten. Das ist halt auch immer so schön im Ramadan, weil so ist halt so, ne, jeder hat so seine Zeiten und jeder betet für sich und im Ramadan ist es dann immer noch mal so schön, dass wir dann immer gemeinsam zusammen beten. Dann haben sie sich Snacks noch schnell im Supermarkt gekauft und die Mädels sind abgehauen in ihr Zimmer und snacken und naschen schon. Also ich habe keinen Nachtisch gemacht, die haben sich ein paar Snacks geholt. Und ich gönne mir einen Tee und ich mag auch nach dem Essen noch was Süßes. Ich habe ja noch hier ein paar gefüllte Datteln. Hier einfach Dattel mit ein bisschen Nuss drin. Das ist so. Ich habe noch eine Plunderschläfe. Meine Süße, du hast noch eine Plunderschläfe. Ja, Hikmet, du und deine Plunderschläfen. Kannst du essen, deine Plunderschläfe? Nein, für dich. Nee, ich esse sowas doch nicht. Du weißt, dass ich sowas nicht esse. Oh, eine dänische. Nö. Und ich gehe definitiv früh ins Bett. Nachtgebet hat schon begonnen. Beten. Und ich werde... Nee, ich dachte so, jetzt vielleicht nach dem Essen wache ich auf oder so. Aber nee, meine Augen sind so... Ich merke das an meinen Augen. Also, meine Lieben, wir sehen uns am Morgen bei Ramadan Tag 2. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lasst ihn sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen beim nächsten Vlog wieder. Bis dann.